In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns mit der Bedeutung der Region als Anker solidarischen Wirtschaftens. Das Thema ist ja immer wieder zwischendurch auch angeklungen, dass die Region an Bedeutung gewinnt, je mehr das Kooperationsprinzip zu einem grundlegenden Prinzip des Wirtschaftens wird, umso mehr ist es bedeutend, auch dass persönliche Bezüge entwickelt und aufrechterhalten werden und dass auch dabei die regionalen Eigenarten bedacht werden, wie das eben am Beispiel der Interessentenwälder in Nordhessen deutlich wurde. Ja, und die Lernziele für diesen Abschnitt sind einfach die, dass sie nochmal sensibilisiert werden für die regionalen Eigenarten solidarischer Ökonomien, auch für die Vielfalt, die sich daraus ergibt, und dass sie auch nochmal einen Einblick erhalten in die methodische Gestaltung einer regionalen Entwicklung aus dieser Perspektive der solidarischen Ökonomie heraus. Das Beispiel der Waldgenossenschaften der Interessentenwälder in Nordhessen hat ja gezeigt, dass jede Region im Grunde genommen andere Anknüpfungspunkte aufweist, die zu dem Thema solidarisch Wirtschaften bestehen. Also als wir mit der Kartierung begonnen hatten, war uns die Bedeutung der Interessentenwälder auch im Bewusstsein der Menschen in der Region gar nicht so deutlich. Ja? Und letztendlich haben die Gespräche über die Interessentenwälder ganz, ganz viele Türen geöffnet, um überhaupt über das Thema solidarisch Wirtschaften in den Dialog zu treten, weil die Interessentenwälder sind einfach nun mal traditionell dort vorhanden und einige erinnern sich auch noch an die ursprüngliche Bedeutung, an die Bedeutung von so einer Einrichtung wie der Allmende. Ja, also das ist dann auch so, das muss man diesen Menschen dann auch nicht erklären, sondern die haben das bereits in ihrem Bewusstsein abgespeichert und assoziieren damit auch etwas Positives und Sinnvolles. Und so ist es in jeder Region etwas Spezifisches, etwas, was noch aus alten Traditionen erhalten ist. Ja? Also von der mittelalterlichen Allmende bis zur heutigen Wirtschaftsweise ist es natürlich ein langer Zeitraum und vieles ist auch an Wissen und Bewusstsein verloren gegangen für diese Zusammenhänge, aber vieles ist auch noch bewahrt und kann auch wieder angestoßen werden in der Erinnerung. Deswegen hatten wir am Anfang der Kartierung auch so ein bisschen die Vision einer Art Modellregion. Und dieser Wunsch einer Modellregion, der ist natürlich nachvollziehbar, ja, weil wir haben auch gerne alle irgendetwas zum Vorzeigen, ein Modell, an dem sich andere orientieren können, etwas, was außergewöhnlich ist, etwas, was besonders gut ist. Bis zu diesem Punkt ist die Entwicklung jetzt der solidarischen Ökonomie in Nordhessen allerdings noch nicht gekommen. Ich sage ausdrücklich noch nicht, weil ich denke, dass diese Prozesse sehr, sehr lange dauern, teilweise eine Generation und länger sogar dauern können, bis sich ein bestimmtes Bewusstsein wieder in einer Region einnisten kann. Ja? Weil um eine Modellregion zu haben, müsste man letztendlich auch von allen relevanten Akteuren der Region sozusagen eine gemeinsame Vision etablieren. Ja? Und das ist im Fall der Region Nordhessen mit Sicherheit nicht so realisierbar, weil die regionale Entwicklung dort, die auch sehr aktiv betrieben wird und auch generell gut betrieben wird, kann man sagen, um die Regionen auch weiterzuentwickeln in den Bereichen Tourismus, beispielsweise Gesundheit oder auch dann im wirtschaftlichen Bereich Logistik. Da geht es aber darum, dass letztendlich die Modernisierungsschübe, die in dieser strukturschwachen, ländlich geprägten Region doch in der einen oder anderen Weise versucht werden,
nachzuholen. Ja, also dass man halt beispielsweise auf Logistik setzt, ja, unter der Perspektive von Arbeitsplätzen und Anbindung, dass man beispielsweise ein Millionenprojekt für eine Autobahn dort realisiert, um die Anbindung an die Oberzentren zu realisieren. Also das ist alles eine Logik in der Regionalentwicklung, die jetzt mit dem solidarischen Wirtschaften auch an bestimmten Punkten einfach wirklich nicht vereinbar ist. Aber auch das ist, wenn man in andere Regionen schaut, wo solche Dinge sich dann auch stärker etabliert haben, das ist auch relativ typisch und es gehört auch dazu, dass die Auseinandersetzungen um die Leitbilder der Entwicklung auch geführt werden, ja, und auch geführt werden müssen. Also Sie haben das häufig beispielsweise auch bei den lokalen Energieinitiativen, die sehr, sehr stark mit Widerstand von den lokalen Energieversorgern am Anfang zu tun hatten, auch natürlich mit Widerstand aus den politischen Reihen und so weiter. Also an der Stelle ist es einfach auch eine Frage wirklich der Auseinandersetzung um die Leitbilder, um die Werte, die eine Region realisieren soll. In meinen Augen wäre es natürlich ein Wunschtraum, dass sich Nordhessen zu einer Modellregion für solidarisches Wirtschaften entwickelt. Ich glaube auch, dass es dort ein gutes Potenzial gäbe. Aber das ist so nicht mehrheitsfähig im Moment. Ja, also wir haben ganz, ganz stark dieses, wie gesagt, auch Modernisierungs- und Wachstumsparadigma, was dort den Diskurs ganz stark beherrscht. Und da geht es auch sehr, sehr häufig dann natürlich auch um die Erhaltung von Natur, weil die Region ist auch reich an noch relativ unzerstörter Natur. Und es gibt auch viele lokale Auseinandersetzungen immer genau um diese Frage, was soll erhalten werden, was wird in Wert gesetzt. Methodisch gesehen ist auch so eine Modellregion natürlich zweischneidig, weil es sich gezeigt hat, dass zur Ausprägung von solchen Vorzeigeprojekten oder Leuchtturmprojekten auch immer eine gute Portion von Top-Down-Prozessen stattfinden müssen. Das heißt, irgendjemand muss es dann pushen, also irgendjemand von der Verwaltung oder von den politischen Institutionen oder von den kommunalen Institutionen. Das heißt, es ist dann kein reiner Bottom-up-Ansatz, ja, sondern es wird dann sehr viel Top-Down auch notwendig sein. Und das ist im Grunde genommen etwas, was der solidarischen Ökonomie nicht wirklich gut tut und auch nicht wirklich notwendig ist, sondern wahrscheinlich ist es auf lange Sicht besser, wenn sich die Strukturen bedarfsorientiert und bedürfnisorientiert entwickeln und weniger an der Außenorientierung. Trotzdem kann man natürlich sich überlegen, was wären die Bedingungen, die man bräuchte, um eine höhere Strahlkraft für ein solidarisches Modell nach außen hin auch zu erzielen. Weil letztendlich ist es ja auch unser Ziel, dass wir das solidarische Wirtschaften in die Breite tragen wollen. Ich erinnere auch nochmal an das Gutachten vom Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung, wo auch genau diese Strategie ja empfohlen wird, die Change Agents sozusagen auch zu befähigen, ihre eigenen Erfahrungen weiter in die Breite zu tragen. Wie gesagt, das ist eine Frage des Leitbildes und auch der politischen Rahmenbedingungen und der gemeinsamen Identität, denke ich auch, die eine Region dafür ausprägen muss. Was wir gemacht haben von unseren Möglichkeiten her, die im Rahmen dieser Forschung natürlich auch zeitlich und personell und von den Ressourcen her eingeschränkt waren, aber wir haben versucht, nicht nur diese Multiplikatoren einzubeziehen, also die Institutionen in jedem Landkreis, sondern auch weitere unterstützende Organisationen mit hineinzunehmen, beispielsweise Gruppen von Biolandwirten, die sich dort auch organisieren und andere
die in ähnliche Richtung agieren. Wichtig war auch noch, dass wir parallel zu der Forschung ein regionales Nachhaltigkeitsforum gegründet haben, was letztendlich ein Vernetzungsorgan sein soll für diese solidarischen Wirtschaftsunternehmen in der Region. Dieses Nachhaltigkeitsforum ist auch sehr lange, sehr grundlegend interessant gewesen für die Beteiligten. Wir haben dort regelmäßige Treffen gemacht. Beispielsweise haben wir auch Projekte besucht, dann als Gruppe, um uns auch kennenzulernen untereinander. Es gab Vorträge dort, es gab Inputs. Wir haben teilweise unsere Forschungsergebnisse mit dem Forum rückgekoppelt, haben die Teilergebnisse, Zwischenergebnisse vorgestellt, haben dann auch noch Anmerkungen mit aufgenommen, die aus dem Kreis der solidarischen Wirtschaftsunternehmen kamen. Also das war im Grunde genommen ein sehr guter Prozess wirklich von angewandter Forschung, kann man sagen, und von Beteiligung auch derjenigen, um die es ging, sozusagen, und um deren Lebensrealität es ging. Parallel dazu haben wir auch einen Verein gegründet zur Förderung der solidarischen Ökonomie, der hauptsächlich Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit macht, bis heute auch. Und auch die internationale Netzwerkarbeit, insbesondere mit lateinamerikanischen Ländern, aber auch EU-weit weiter vorantreibt. Und gleichzeitig gab es auch oder gibt es bis heute einen Nukleus an der Universität Kassel, wo auch verschiedene Fachbereiche repräsentiert sind, die sich mit dem Thema solidarische Ökonomie befassen und dies auch weiterhin auf die Agenda der Lehrveranstaltungen und Forschungen setzen. Ich selber habe auch mehrere wirklich anwendungsorientierte Lehrveranstaltungen dann durchgeführt. Beispielsweise haben wir für eine Genossenschaft, die sich schon gegründet hatte und dann nach 2 bis 3 Jahren in so einer Stagnationsphase war, für die haben wir auch eine Art Marktforschung gemacht für ein neues Projekt, was die Genossenschaft realisieren wollte, wozu sie aber auch nicht die Mittel hatte, das jetzt einem Büro zu übergeben. Da ging es dann um eine Konzeptentwicklung für studentisches Wohnen. Das hat dann wiederum eine studentische Gruppe durchgeführt mit Interviews und so weiter. Wir haben auch in Kooperation mit dem Studentenwerk beispielsweise ein Anwendungskonzept für Energiemessungen im Studentenwohnheim entwickelt, auch mit mehreren studentischen Gruppen, was auch jetzt umgesetzt wird. Also da gibt es eine enge Zusammenarbeit und ich glaube, die ist auch sehr, sehr gut. Aber auf der anderen Seite ist auch klar, dass dieser Prozess lange nicht abgeschlossen ist und auch noch lange nicht an dem Ziel, was wir vor Augen haben und hatten. In Brasilien nennt man diese Art von Prozessbegleitung und Unterstützung Inkubation. Und im Rahmen der Bewegung für solidarische Ökonomie, die also wirklich in Brasilien als soziale Bewegung bezeichnet werden kann, haben sich dort an Universitäten ganz, ganz selbstverständlich eigentlich auch Inkubatoren gebildet, die in der Regel interdisziplinär arbeiten und die genau diese Begleitung von einzelnen Initiativen aus einem wissenschaftlichen Hintergrund heraus vornehmen. Also da sind beispielsweise Planer, Stadtplaner, Landschaftsplaner mit beteiligt oder beispielsweise technische Berufe sind mit integriert oder auch Pädagogen, die dann spezielle Methodik für die Durchführung der Versammlungen beispielsweise entwickeln. Also es gibt dort einen wirklich im Vergleich zu Deutschland sehr, sehr ausgeprägten Erfahrungsschatz mit dieser Prozessbegleitung.
insbesondere auch von universitärer Seite. Und dieses Schaubild hier verdeutlicht nochmal das, was im Grunde auch unsere Erfahrung ist in diesem ganzen Prozess, dass nämlich der Prozess dieser Inkubation erstens bestimmte Phasen durchläuft, dass aber die Phase der Präinkubation, so nennt es hier die Anna Dubeux aus Brasilien, aus Recife, sie sagt, die Phase der Präinkubation ist eigentlich die zentrale Phase in der Projektentwicklung, und da geht es weniger um Fragen wie Businessplan, Rechtsform oder, sondern es geht im Grunde genommen um die Frage, ist denn diese Wirtschaftsform eigentlich etwas, hinter der ich stehen kann? Also es geht eigentlich immer um die Frage der Resonanz, ja, und der Stimmigkeit dieser Werte, die solidarische Ökonomie mit sich bringt. Das ist auch meine Erfahrung in der Beratung. Die meisten Gruppen wenden sich dann an Berater meistens mit der Frage, ja, wir wollen das und das machen, aber wir wissen noch nicht, welche Rechtsform wir dazu brauchen. Können Sie uns da mal weiterhelfen? Also die Frage wird immer gestellt nach Rechtsform oder auch nach technischer Umsetzung oder nach Finanzplanung. Und wenn man dann ein bisschen mit den Gruppen arbeitet, dann zeigt sich eigentlich, dass ganz andere Probleme viel vordergründiger sind. Also dass diese Erwartung, ich gehe da mal zu einer Beratung und die sagt mir dann, ja, mach jetzt da mal eine gemeinnützige UG oder mach doch eine Genossenschaft, das wird innerhalb von 1-2 Stunden abgehakt, dass das meistens überhaupt gar nicht sich so darstellt, sondern dass meistens mit der Erstberatung ein langer Prozess beginnt, in dem dann auch ganz andere Themen vordergründig werden. Und das wiederum sind, ich hatte es in der Eingangslektion auch schon mal erwähnt, das sind meistens Themen der Gruppenzusammensetzung und der gemeinsamen Vision. Ja? Also dann brechen dann plötzlich an der Frage welche Rechtsform nehmen wir denn, brechen plötzlich grundlegende Konflikte beispielsweise in der Gruppe auf, die dann zeigen, dass die Gruppe sich noch gar nicht so wirklich geeinigt hat über ihre gemeinsame Zielsetzung. Ja? Und das ist auch eine Erfahrung aus dieser Inkubation, die man generell auf die solidarische Ökonomie übertragen kann. Ich hatte ja eingangs schon mal gesagt, das eigentliche Pfund der solidarischen Ökonomie ist ja das Feld der sozialen Innovationen, weniger das Feld der technischen Innovationen. Ja? Weil die technischen Innovationen finden, sage ich mal, in der normalen Ökonomie in der Regel statt. Aber das, was die solidarische Ökonomie zu bieten hat, ist ja der soziale Bereich, der beispielsweise der Kooperationsform, der unendlichen Gestaltung, der Vielfalt, wie wir es schon gehört haben, auch bei allen neueren Kooperationstheorien, die davon ausgehen, dass wir dort in dem System, in dem wir gerade leben, wirtschaftlich gesehen, dass wir komplett unterentwickelt sind, was die Entwicklung von Vielfalt und Vernetzung betrifft. Ja? Und das zeigt sich dann meistens auch in den Beratungsprozessen, und so ist dann das Eigentliche, was man sich unter Beratung vorstellt, nämlich wir machen jetzt einen Businessplan und der muss so und so aussehen und wir machen jetzt eine Satzung und die muss die und die Punkte beinhalten. Das ist eigentlich dann das Sekundäre, ja, aus der Erfahrung heraus gegenüber dem Primären, sich auf die Werte und Ziele gemeinschaftlich zu einigen. Ja? Und Sie haben das ja, wenn Sie nochmal an das Beispiel aus dem internationalen Kontext denken, Jasoni-Nationalpark, Sie sehen ja auch daran, wie schwierig es ist, überhaupt eine Kooperation überhaupt nur anzudenken. Ja? Also überhaupt nur die Idee zu entwickeln, dass man ein gemeinsames Problem auch gemeinsam löst. Ich denke, die Weltgemeinschaft ist da auch erst gerade komplett am Anfang.
Was wir auch gesehen haben bei der Agenda 2030 zum Beispiel, wo es ja jetzt dann auch die Veränderung darin besteht, zu sagen, jedes Land, egal ob Schwellenland, Entwicklungsland oder Industrienation, alle müssen mitmachen. Ja? Und nur gemeinsam wird es gehen. Also diese Hürde ist im Grunde genommen die höchste Hürde, die eine Gründungsinitiative beispielsweise auch nehmen muss, wenn sie in die Realisierung kommen möchte. Ja, jetzt nochmal die Frage Modellregionen. Gibt es das denn? Gibt es denn in vergleichbarer Art und Weise? Da fällt mir natürlich das Waldviertel in Österreich ein. Das Waldviertel ist wirklich für solidarische Wirtschaftsformen bekannt geworden, und zwar mit dem typischen regionalen Schuh, dem Waldviertler. Der Schuh ist jetzt nicht auf der Folie, aber dafür die Regionalwährung, die sich dann auch Waldviertler nennt. Also die Schuhproduktion ist dort selbstverwaltet in Kollektiven schon seit Jahrzehnten verankert. Mittlerweile ist der Waldviertler, wird der vertrieben fast in alle Länder dieser Welt. Und hat einen Bekanntheitsgrad insbesondere durch seinen Initiator, den Heini Staudinger, erreicht, der auch bekannt geworden ist durch seine Auseinandersetzungen mit der österreichischen Finanzaufsicht. Und zwar an dem Punkt, wo er zur Betriebserweiterung direkt Darlehen aufgenommen hat von sehr, sehr vielen Freunden. Und das hat die Finanzaufsicht mitbekommen und hat ihm dann vorgeworfen, dass er sich als Bank generiert und das nicht einfach so machen darf. Und es gab also wirklich sehr harte Auseinandersetzungen bis zur Androhung von Gefängnisstrafe und so weiter. Und Heini Staudinger hat sich aber auch dahin durchgekämpft, erfolgreich, und hat das Crowdfunding, weil er hat damals in großem Stil das Finanzierungsinstrument des Crowdfunding genutzt und hat durch seine Auseinandersetzung dann auch mit dem österreichischen Staat dazu beigetragen, dass das Crowdfunding mittlerweile legalisiert ist und dass man sich auch auf eine steuerliche Einigung dann einen Kompromiss gefunden hat und dass nach dieser wirklich schlimmen Phase auch für die Schuhherstellung dann eine neue Phase sozusagen der weiteren Expansion und des Erfolges gekommen ist. Es gibt dazu auch einen sehr sehenswerten Film, der heißt Das Leben ist keine Generalprobe, der einen wunderbaren Einblick in diese Auseinandersetzungen, auch in die internen Strukturen dieser Schuhproduktion gibt. Ja, Modellregion war das Stichwort, und der Waldviertler, also als selbst hergestellter, aus Materialien der Region hergestellter Lederschuh, ist wie gesagt mittlerweile in fast allen Ländern dieser Welt bekannt. Und weil wir vorhin ja gehört hatten, um eine Modellregion zu machen, ist es notwendig, dass alle relevanten Akteure letztendlich dieses Ziel mitverfolgen. Da ist es eben dort im Waldviertel so gewesen, dass irgendwann auch die Kommunalverwaltung, ein wichtiger Vertreter der Kommunalverwaltung dort angestoßen hat, eine eigene Regionalwährung aufzulegen, nämlich auch den Waldviertler. Und die Regionalwährung ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, wenn es um Regionalentwicklung geht, wenn es um solidarische Regionalentwicklung geht. Also der Waldviertler ist mittlerweile in über 200 Partnerbetrieben als Zahlungsmittel anerkannt. Und es lässt sich dann dort beobachten, dass aus diesem Waldviertler heraus
wieder neue Projekte, regional wichtige Projekte entstehen, wie zum Beispiel ein Solartaxi, was auch mittlerweile mehrere Auszeichnungen erhalten hat. Und ein Vorbild wurde auch für Gemeindetaxibetriebe in Österreich. Und dies wiederum hängt mit dem Waldviertler zusammen, weil durch den Waldviertler letztendlich eine Kreislaufwirtschaft angekurbelt werden kann, die in dieser Art und Weise mit den regulären Zahlungsmitteln nicht angekurbelt werden kann. Auch hierzu gibt es ganze Untersuchungen, kann man sich einlesen, was da die Erfolgsfaktoren waren. Auf jeden Fall ist es erfolgreich dort. Nicht jede Regionalwährung ist gleich erfolgreich. Es liegt auch ein bisschen an der Konzeption und auch an der Frage, wer sind die Akteure und welche Reichweite haben die, welchen Einfluss haben die. Dann kann ich noch abschließend erinnern an das Wunder von Wörgl, also auch in Österreich ein Begriff, wie dort das Wunder von Wörgl hat sich ereignet während der Wirtschaftskrise 1929, als diese Kleinstadt, die eigentlich auch stark Industriestandort war, plötzlich von Massenarbeitslosigkeit betroffen war. Und dort haben sich dann auch die wichtigen Entscheider zusammengetan und haben über Nacht eine Regionalwährung gedruckt und auf den Markt gebracht, haben sich einigen können, auch mit den Banken, dass sie bestimmte Sicherheiten hinterlegt haben, sodass also auch die Banken ihnen das Drucken einer Regionalwährung nicht verbieten konnten. Und mit dieser Regionalwährung ist es gelungen, die komplette Region wieder aufzubauen. Ja, das ist bekannt als das Wunder von Wörgl, ist auch jetzt meiner Kenntnis nach gerade aktuell verfilmt worden. Das heißt, es gibt in Österreich auch dieses Hintergrundwissen, was sicherlich einen Einfluss hat auch auf die Weiterentwicklung von Regionalwährungen. In Deutschland gibt es auch Regionalwährungen in einigen größeren Städten, aber es sind jetzt solche durchschlagenden Erfolge wie das Wunder von Wörgl natürlich nicht bekannt. Auf jeden Fall ist die Regionalwährung ein wichtiger Baustein, wenn wir von regionalen Wirtschaftskreisläufen sprechen. Und zwar ist das sagen die Akteure auch immer, die Regionalwährung ist auch viel, viel mehr als Geld. Sie ist natürlich Geld oder Geldersatz. Von der Theorie her wird Regionalwährung so begriffen, dass sie im Grunde genommen mehr Gebrauchswert für die Beteiligten erwirtschaften kann, weil einfach die Zinskosten für das Geld nicht anfallen. Ja, damit wird es auch erklärt, theoretisch nach den Theorien von Silvio Gesell und anderen. Aber der Gebrauchswert oder der Nutzen dieser Währung ist in der Regel noch viel, viel größer als allein auf das Zahlungsmittel beschränkt, sondern es entstehen dann wirklich gemeinsame Identitäten. Ja? Also wenn man sich zusammenschließt und sozusagen ein gemeinsames Zahlungsmittel hat, entstehen Kooperationen, die es vorher nicht gab. Und auch Lust, nicht das Wunder von Wörgl, sondern wie das Waldviertel zeigt, auch Lust, immer weiter voranzuschreiten in der Entwicklung neuer Ideen oder auch in der Ausprägung eines Stolzes oder eines Bewusstseins oder Selbstbewusstseins davon, was die eigene Region ausmacht und was sie auch möglicherweise unterscheidet von anderen Regionen.